Sie füllen Stadien, Arenen und Opernhäuser. Sie spielen vor vollgepackten Festivalgeländen auf der ganzen Welt und mit Viva the Underdogs haben sie ein Motto geprägt, das sie eng mit ihren Fans verbindet. Von Surfbrettern an der Ostküste Australiens bis hin zu Headline-Shows und eigenen Kinofilmen, diese Band hat so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Doch zu behaupten, der Weg zum heutigen Erfolg wäre ein leichter gewesen, ist fernab jeglicher Realität. Mein Name ist Paito und ich begrüße euch zu einer neuen Dokumentation, bei der ich euch durch die Geschichte einer Band mitnehme, die es unter Umständen heute beinahe nicht mehr gegeben hätte. Lehnt euch zurück, dreht die Kopfhörer auf und herzlich willkommen zu Die Geschichte von Parkway Drive. Wir schreiben die Jahrtausendwende und reisen nach Australien. Im Bundesstaat New South Wales, am östlichsten Punkt des australischen Festlandes, befindet sich die mit knapp über 10.000 Bewohnern liegende Stadt Byron Bay. Ein Paradies für Freunde des Surfsports, zu denen auch Winston McCall, Luke Kilpatrick, Ben Gordon und Brad Fiersteig gehören. Die 4 jungen Männer verbindet die Liebe zum Surfen, Fußball und härterer Musik. Ein zu der Zeit eher kompliziertes Hobby ist die Vorliebe für härtere Musik. Punk und Hardcore stehen ganz oben auf der Liste, doch in Byron Bay gibt es keine wirkliche Szene für diese Musik. Und wenn man mal eine halbwegs geeignete Location für ein Punkkonzert findet, wird man dort sehr schnell nicht mehr geduldet. Also ab in Papas Garage. Die Eltern des Schlagzeugers Ben Gordon besitzen ein freistehendes großes Haus mit massig Platz. Und so wird, mit Einverständnis der Eltern, das ganze Hausgebiet zur Spielwiese der Jungs und auch zum Proberaum und Konzertlocation für örtliche Bands wie No Apologies. Zum Jahreswechsel 2002/2003 wächst letztendlich auch in Ben und Winston die Idee, eigene Musik in einer eigenen Band zu machen. Sie sprechen Luke an, erzählen ihm von ihren Plänen und sind dabei sehr deutlich. Wir wollen technisch sein, schnell, brutal, aus dem bekannten Punk und Hardcore nochmal mehr rausholen. Luke gibt sein Okay, doch mit 3 Leuten hält er das Projekt für etwas unterbesetzt. Ben hat letztlich eine Idee. Jeff, ein Junge aus der Gegend, ein Außenseiter, soll sich laut Aussagen, die er aufgeschnappt hat, sehr für Metal interessieren und technisch verdammt gut Gitarre spielen. Ben teilt die Idee mit Winston und Luke. Beide sagen, okay, cool, warum nicht? Und so fragen sie Jeff kurzerhand, ob er Bock hätte, mal mit ihnen zu jammen. Etwas überrascht, aber doch erfreut, stimmt Jeff zu und das erste kleine Line-Up der Band ist quasi gegründet. Zwischen Jeff und Luke fallen bereits in den ersten Jam-Sessions deutliche Unterschiede im Skill-Level auf. Jeff ist erfahren an der Gitarre, Luke hingegen kann nicht einmal Noten lesen oder nach ihnen spielen. So muss Jeff ihm helfen, bringt ihm einfache Chords und rhythmisches Spielen bei. Die Band selbst sagt, die beiden haben sich gewissermaßen ergänzt und gegenseitig ausbalanciert. Und es funktioniert. Bereits nach der ersten Jam-Session stehen grobe Gerüste für 2 Songs. Ekstase flutet die junge Band, aber zuerst muss noch etwas Wichtigeres her. Ein Bandname. Mit Beginn der Jam-Sessions Ende 2002 startet man mit den Überlegungen, wie man eine Band denn nun nennen sollte. Immerhin darf man ja träumen, was, wenn man berühmt wird und den Namen dann doof findet. Die Band selbst zerbricht sich den Kopf, hat aber den ganz klaren Anspruch, einen Namen zu finden, der eben anders ist. Kein typischer Szenename, kein Klischeename, wie er oft im Metal zu finden ist. Es soll etwas sein, das einzigartig ist, Wiedererkennungswert hat und bei jedem, der den Namen hört, sofort ein wenig Neugier auslöst. Viele Ideen kommen zusammen,
Doch so richtig Klick macht es bei keinem der Vorschläge. Dann schlägt plötzlich der Zufall über die Jungs einher, wie es dann so oft ist mit guten Ideen. Auf dem Weg zum Proberaum biegen die Jungs in die Straße, in der Bens Eltern ihr Haus haben. Hier, wo alles angefangen hat, wo sie kleinste Konzerte gesehen haben, wo sie selbst proben, immer abhängen, ein Ort, der jetzt schon Geschichte für sie hat. Hunderte Male schon daran vorbeigefahren, fällt den Jungs an diesem Tag im Vorbeischauen das Straßenschild auf, das sie eigentlich schon besagte hunderte Male gesehen haben. Die Straße, in der sie so viel Zeit verbracht und diese Band gegründet haben. Und sie beschließen, ja, das soll es sein. Das wird der Name unserer Band. Der Name dieser bedeutsamen Straße: Parkway Drive. Nur kurze Zeit nachdem man mit gemeinsamen Proben begonnen und endlich einen Namen gefunden hat, findet im Sommer 2003 die ganz offizielle Gründung statt. Und auch die ersten Shows können organisiert werden. Darunter die allererste Show im Byron Bay Center. Rückblickend hat die Band erzählt, dass sie den ersten Auftritt selbst für eine mittelschwere Katastrophe hielten. 5 Surfer-Dudes, die unkoordiniert und unerfahren auf einer Bühne vor 20 Leuten stehen. Aber wie sagt man so schön, aller Anfang ist schwer. Am Ende sollte sich dieser erste holprige Auftritt jedoch als wegweisend herausstellen. An dem Abend ebenfalls vor Ort im Publikum Michael Crafter, seinerzeit Sänger der ebenfalls aus Australien stammenden Band I Killed the Prom Queen. Crafter schloss sich 2001 I Killed the Prom Queen an, die seit dem Jahr 2000 bereits in Australiens Metal-Szene aktiv war. Er war beeindruckt von der jungen, unbekannten Metalband aus Byron Bay und lud sie ein, gemeinsam mit seiner Band eine Split-EP aufzunehmen. Gesagt, getan, Parkway Drive waren Feuer und Flamme. Und so brachten beide Bands gemeinsam im Mai 2003 eine self-titled Split-EP auf den Markt, auf welche beide Bands je 2 Songs beisteuerten. Ein genaues Datum für diesen Release ließ sich nach meiner Recherche nicht herausfinden, der Monat stimmt aber zumindest. Mit nicht einmal 20 und einer Freundschaft zu einer ebenfalls aufstrebenden Band wurde es dann schlussendlich Zeit für eine erste kleinere Tour, gemeinsam mit I Killed the Prom Queen. Der Startschuss war geglückt, die Reise konnte beginnen. Nach einigen Auftritten und einer wachsenden Sicherheit auf und neben der Bühne verließ 2004 Bassist Brett Furstick die Band und Sean Cash ersetzte ihn. Darauf folgend wurde dann im März 2004 die erste gänzlich eigene EP Don't Close Your Eyes unter dem australischen Label Resist Records veröffentlicht, die es in Australien bereits auf Platz 32 und sogar in Deutschland auf Platz 72 der Albumcharts schaffen konnte. Ein gigantischer Erfolg für die sehr junge Band und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass man sich 2005 dann an den Release eines ganzen Albums wagte. So fuck it, find whatever you can and get the fuck up. Roll on these people. These guys are doing a great job of catching. Keep them working. This one's called Smoke 'em if you got 'em. Mit einem namhaften Label im Rücken, einem bereits gut aufgestellten Portfolio an Songs und dem unbändigen Willen, sich einen größeren Namen zu machen, probieren Parkway Drive weiter mehr und mehr Auftritte in Australien zu bekommen. Sie reisen viel, spielen viel, recorden viel und veröffentlichen 2005 ihr Debütalbum Killing with a Smile. Killing with a Smile ist ein Album, das Metalcore-Fans damals ungemein begeistern kann. In guter Studioqualität ballern Songs wie Romance is Dead und Smoke 'em If You Get 'em brutalen Metalcore aus den Anlagen, mit feinen Riffs, knallharten Breakdowns und Vocals, die sich blendend über genanntes musikalisches Ensemble legen. Ein Debütalbum, das in Australien auf Platz 39 der Charts einsteigen kann und der Band eine neue Welle an Auftritten ermöglichen kann. 2006 kommt es dann zu einer weiteren Umbesetzung. Bassist Sean Cash verlässt aus familiären Gründen die Band, sein Nachfolger wird Jaya O'Connor und Parkway Drive haben fortan das Line-Up, das bis heute aktuell Bestand hat. Jaya, der für die Band bisher das Thema Merchandise betreut hatte, konnte jedoch anfangs gar keinen Bass spielen. Er kannte zwar jeden Song in- und auswendig, Bass spielen war für ihn aber eine völlig neue Welt. Störend tat das jedoch niemanden und so brachten Jeff und Luke ihrem Freund die Grundlagen des Bassspielens bei, den Rest lernte Jaya dann selbst. Mit neuem Bassist und einem erfolgreichen ersten Album ging es somit wieder raus auf die Straßen. Auftritte um Auftritte folgten
und da man hinter den Kulissen wieder fleißig an neuen Songs arbeitete, erschien im Oktober 2007 das zweite Studioalbum Horizons. Mit Horizons stürmten Parkway Drive die australischen Charts auf einen wahnsinnigen Platz 6 und blieben sich ihrer musikalischen Formel nur insofern treu, dass sie nicht schlechter wurden, sondern, ganz im Gegenteil, ihr Nachfolgewerk noch um einige Skillpunkte erweitern konnten. Bis heute gilt Horizons als wegweisendes und einflussreichstes Album der Band. In vielen Kritiken und Rückblicken wird davon gesprochen, dass das Album den australischen Metalcore-Sound international gemacht habe. Oder die melodischen, brutalen Riffs, massiven Breakdowns und das spürbar emotionale Songwriting Parkway Drive den Stempel einer nicht nur ernstzunehmenden, sondern auch vielschichtigen Band gegeben hat. Songs wie Idols and Anchors, Boneyards oder auch Carry On zählen bis heute zu den absoluten Klassikern und Lieblingen ihrer Fans und werden von modernen Metalcore-Bands gerne als Inspiration für das eigene Schaffen genannt. Parkway Drive hatten es also geschafft. Man hatte diese Truppe auf dem Schirm. Alles, was jetzt noch fehlte, war der große internationale Durchbruch und der sollte schon sehr bald an die Tür klopfen. If you came here with a friend tonight, find them, climb on top of them, and get the fuck up the front. If you came to Mosh, make some fucking space. If you guys know the words to this shit, if these songs mean as much to you as they do to me, sing along, let me hear your fucking voices. This one's called Carrion. Für eine Band ist es immer schön, wenn man sich in der eigenen Stadt, der umliegenden Region oder später eventuell dem ganzen Land einen Namen machen kann. Etwas anderes ist es, wenn man es dann noch schafft, über die Ländergrenze der eigenen Heimat hinaus bekannt zu werden und plötzlich merkt, hey, da hören Menschen aus Amerika, Europa und Asien unsere Musik. Für Parkway Drive war es mit und nach Horizons quasi unvermeidbar, der internationalen Aufmerksamkeit zu entgehen. In einer Zeit, in der Bands wie Suicide Silence oder auch die Architects die ersten größeren Erfolge feierten, war es nur logisch, diese Kräfte der neuen Sound der Metalcore-Szene zu bündeln. 2007, nach dem Release von Horizons, gingen Parkway Drive dann gemeinsam mit Suicide Silence und Architects auf eine erste größere Europatournee, was allen Bands einen enormen Push in der Szene einbrachte. Kritiker sagen, es sei eine wegweisende Tour für den seinerzeit modernen Metalcore gewesen. Denn der Sound, der von Bands wie unter anderem eben Parkway Drive und Architects gespielt wurde, sollte eine ganze Generation an Metalcore-Fans prägen und beeinflussen. Als Ergänzung zum ebenfalls nach Europa rüberschwappenden amerikanischen Metalcore, der besonders durch Bands wie SLA Dying oder All That Remains geprägt war. 2008 durften Parkway Drive dann endlich auch in den USA größere Schritte machen. Nach einer bereits im Vorjahr eher kleineren Clubtour konnten sie als Teil der Vans Warped Tour einer noch breiteren amerikanischen Masse vorgestellt werden, die ebenfalls sehr wohlwollend auf die australische Combo reagierte. Anschließend folgte die Horizons World Tour mit Shows in Europa, den USA, Südostasien und natürlich Australien. Zusätzliche Support-Slots für SLA Dying, Killswitch Engage und Bleeding Through half der Band zusätzlich, sich in der internationalen Metalcore-Szene zu etablieren. 2009 erfolgte dann auch endlich der Festival-Durchbruch. Das Download Festival in England, das With Full Force in Deutschland oder das Graspop Metal Meeting in Belgien luden Parkway Drive zu ihren ersten Festival-Slots ein, was zur Folge hatte, dass die Band besonders in Deutschland und England eine massive Fanbase aufbauen konnte. Welchen Einfluss das auf die Band hatte, dazu erfahrt ihr später noch ein wenig mehr. An dieser Stelle sei gesagt, wer sich mit der Zeit von 2003 bis 2009 aus einer reinen Bandsicht auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die bandeigene kleine Doku The DVD aus dem Jahr 2009. Den einstündigen Film könnt ihr auf dem Parkway Drive YouTube-Kanal kostenlos anschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. This one's called Karma! Alright! Let's go! Pick it up! Ihr kennt die Redewendung, naja, vielleicht nicht Redewendung, aber die mutmachende, motivierende Aussage, greif nach dem Horizont. Man mag mir an der Stelle jetzt ein plumpes Wortspiel unterstellen, aber mit Horizons wurde nicht nur nach dem Horizont gegriffen,
Danach war es an der Zeit, noch viel weiter zu greifen und über die bisher schon vermutlich überbotenen Ziele der Band hinauszugehen. Zwischen 2010 und 2014 vollzogen Parkway Drive den endgültigen Schritt von einer australischen Metalcore-Hoffnung hin zu einer globalen Metal-Institution. Mit Deep Blue, erschienen im Juni 2010, lieferten sie ein ebenfalls international gefeiertes und erfolgreiches drittes Studioalbum ab. Und mit Songs wie zum Beispiel Sleepwalker, Karma oder Home is for the Heartless schafften es erneut mehrere Songs in den Classic Parkway Drive Container. Atlas folgte nur 2 Jahre später, im Oktober 2012. Und im Zeitraum dieser beiden Alben eroberten sie endgültig die größten Bühnen der Welt. Von Wacken bis Warped Tour, von Südamerika bis Japan, ihre Musik wurde erwachsener, ihre Botschaft globaler. Doch trotz wachsender Größe blieben Parkway Drive eine Band, die aus Leidenschaft und von Authentizität lebt und damit ein Symbol für den Siegeszug des modernen Metalcore darstellt. Anfang der 2010er Jahre veränderte sich der Klang des Metals. Der Metalcore wurde zur Stimme einer Generation, die sich zwischen den Welten bewegte. Zu heavy für den Punk, zu emotional für klassischen Metal. Hier ging es nicht nur um Technik oder Härte, sondern um Ehrlichkeit. Um Wut, Trauer und Hoffnung in derselben Schwingung. Für viele junge Fans war das mehr als Musik. Es war ein Zuhause. Ein Ort für all jene, die sich selbst in der sonst so offen gepredigten Metal-Szene wie Fremde fühlten und stellenweise auch so behandelt wurden. Parkway Drive standen im Zentrum dieser Bewegung, roh, ehrlich, kompromisslos, und sie zeigten, dass man sich nicht anpassen muss, um etwas Größeres zu erschaffen. Ein kleiner Spoiler zu Beginn. Kapitel 8 wird sich unweigerlich mit einer Problematik auseinandersetzen, die ich bereits in meiner Doku über die Architects besprochen hatte. Dem Problem der stillstehenden Fans und dem Umgang mit Veränderungen. Doch um auch in diesem spezifischen Fall zu verstehen, welche Ursachen all dies hat, welche Entscheidungen zu diesem oder jenem Ergebnis führten, muss ich euch natürlich noch die Jahre 2015 bis einschließlich 2018 ein wenig erläutern. Einem Zeitraum, der für Parkway Drive als Scheideweg anzusehen sein kann, gemessen an dem, womit sich die Männer alles konfrontiert sahen. Als 2015 Ire erschien, begann nämlich ein neues Kapitel und zugleich auch eine Art Bruch. Parkway Drive sprengen die Grenzen des Metalcore und wagen den Schritt ins Ungewisse. Wo einst Breakdowns regierten, erklingen plötzlich Hymnen. Wo Wut den prominenten Ton angab, treten jetzt Vision und Reflexion an ihre Stelle. Zwar können auf dem Album Songs wie Crushed nach wie vor mit brutaler Komposition punkten, und nicht zuletzt entwickelte sich auch Bottom Feeder alleine dank seines Breakdowns zu einem absoluten Fanliebling. Jedoch sind es auch Songs wie Destroyer oder Vice Grip, die bei manchen Hörern ein Gefühl von beginnender Sanftheit im Vergleich zu den Vorwerken auslösen. Für viele ist es Verrat, für die Band aber ist es Überleben. Winston McCall, Sänger der Band, wird zitiert:
Ire war kein Zufall, sondern ein Aufschrei. Ein Versuch, den eigenen Sound zu retten, bevor er zur Routine versteinert. Die folgenden Jahre führen die Band zwar weiter auf die größten Bühnen der Welt, aber auch tiefer in die Dunkelheit ihrer eigenen Erfahrungen. Mit Reverence schließlich finden Parkway Drive in 2018 zu einer neuen Wahrheit. Schmerz kann wachsen lassen und Veränderung ist kein Verlust, sie ist der Preis für Ehrlichkeit. Das Album wird zu einem wahren Wendepunkt. Nach Jahren des Erfolgs sieht sich die Band mit privaten Verlusten, Erschöpfung durch das langjährige Tourleben und Selbstzweifeln am eigenen Schaffen konfrontiert. Statt Wut wählen sie hier aber Ehrfurcht. Statt Härte suchen sie in dem Album Tiefe. Das Ergebnis ist ein Werk, das weniger über Zerstörung spricht, als vielmehr über Akzeptanz. Für Parkway Drive bedeutet Reverence eine neue Wahrheit, dass Stärke nicht im Widerstand liegt, sondern in der Fähigkeit loszulassen. Zwar ist das Album durchaus noch mit zornigen Songs ausgestattet, zum Beispiel Wishing Wells, aber hier ist der Zorn nicht der treibende Faktor. Wishing Wells ist mehr, hinter dieser Wut liegt etwas Tieferes, ein Hilfeschrei. Es ist der Moment, in dem Verzweiflung zu Feuer wird, weil Stille unerträglich geworden ist. Winston McCall schreit nicht, um zu zerstören, er schreit, um zu überleben. Wishing Wells ist kein Angriff, sondern ein Bekenntnis. Ich bin wütend, ich bin verletzt, aber ich bleibe hier, ich laufe da durch. Songs wie Pray oder auch The Void bilden schlussendlich das ab, was für viele den Bruch mit dem, was sie kannten, besiegelt. Breakdowns, ja, irgendwo schon. Brutal auch in gewisser Weise, doch letztlich nicht mehr so roh und zügellos wie jenes, was vorher kam. Ich finde es einerseits schade, dass ich im nun folgenden Kapitel ein wenig mehr Fokus auf dieses Thema setzen muss, doch ich werde auch nicht müde, mich dafür einzusetzen, Engstirnigkeit den Kampf anzusagen. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass hier, wie bei so vielen Bands in der Geschichte, immer zwei Arten von Fans aufeinanderprallen. Die stets an Altem festhalten und für die am besten jedes Album so klingen muss wie das erste, und jene, die offen mit Veränderungen ihrer liebsten Künstler umgehen und verstehen, dass in allem, was wir tun, Entwicklung steckt und das ewig Gleiche irgendwann auf der Stelle stehen bleibt. Diese Worte habe ich in meiner Architects-Doku gewählt, als es darum ging, zusammenzufassen, was die Problematik im Groben beschreibt, der sich viele Bands und KünstlerInnen ausgesetzt sehen, wenn sie versuchen, sich weiterzuentwickeln. So erging es eben auch Parkway Drive, denn auch die bleiben nach Ire und Reverence nicht vor der Spaltung ihrer Fans verschont. Schreie werden laut, die Band habe sich zu sehr verändert, sei zu soft geworden, habe sich dem Mainstream verkauft und mache nur noch Arena-Metal, um sich leichter die Taschen voll zu machen. Harte Anschuldigungen, doch die Band kann damit gut umgehen.
Sie bleiben unbeeindruckt von dieser lauten Minderheit, denn der Großteil ihrer Fans ist nach wie vor da. Die Erfolge ihrer Alben und Tourneen geben ihnen ebenfalls recht. Die Reverence Tour zum Beispiel ist dann 2018/2019 die bis dahin erfolgreichste Tour in der Bandgeschichte. Mit August Burns Red, The Devil Wears Prada und Polaris spielen sie einen US-Leg der Tour, bevor es dann mit Killswitch Engage und Thy Art is Murder auf das Europa-Leg der Tour geht. Zusätzlich spielen sie in 2019 etliche Headliner-Shows auf diversen Festivals weltweit, gekrönt von ihrer größten Headliner-Show auf dem Wacken Open Air. Die Band betonte immer, dass die Veränderungen notwendig waren, ohne zu wissen, dass noch viel größere Veränderungen eine mögliche Katastrophe verhindern und der Band ein neues Leben geben würden. Gegen Ende 2019 kündigen Parkway Drive an, im Januar 2020 einen eigens produzierten Film zu veröffentlichen. Der Film soll dokumentarisch die Reise der vergangenen Reverence World Tour zeigen und zwischendrin zusätzlich mit aufgezeichnetem Material der gigantischen Headliner-Show beim Wacken Open Air den Charakter eines Konzertfilms ergänzend erhalten. Viva the Underdogs kommt schlussendlich 2020 zunächst in die Kinos und wird von Fans und Kritikern wohlwollend aufgenommen. Im März folgt dann das Live-Album Viva the Underdogs, welches zum einen die Headliner-Show des Wacken Open Airs mit sich bringt, aber auch 3 alte Songs, die mit Hilfe des deutschen Rappers Caspar ins Deutsche übersetzt und neu aufgenommen wurden. Es war mein ganzes Leben lang so, dass jeder sagt, ich wäre gefahren in der Gegend und im Leben nie was werden kann. Alle, die meinten, ich träumte, sind die gleichen, die keine verfolgten. Ungezähmt und verleugnet, doch ich weiß, wer Feind und Freund ist hier. Ein Experiment, das weltweit Fans in etwas Verwunderung versetzt, denn warum ausgerechnet Deutsch? In Kapitel 5 erwähnte ich ja bereits, dass Parkway Drive besonders in Deutschland und England eine enorme Fanbase generieren konnte. Und laut eigener Aussage der Band ist Deutschland abseits von Australien ihr erfolgreichster Markt. Man sei immer gern in Deutschland, man liebe die Shows und Festivals, die deutschen Fans seien einfach anders, natürlich im positiven Sinne. Und durch den Fakt, dass Parkway Drive eine langjährige und enge Freundschaft mit Caspar verbindet, lag es für sie nahe, ihn um seine Hilfe zu bitten, welche er ihnen mit größter Freude zusicherte. Als die Welt dann ab dem Frühjahr 2020 im Stillstand verharrte aufgrund der Covid-Pandemie, stand auch Parkway Drive gezwungenermaßen still. Keine Touren, keine Bühnen, kein Lärm. Zum ersten Mal seit fast 2 Jahrzehnten. Doch in dieser erzwungenen Stille fand die Band, was sie auf den größten Bühnen der Welt nie gesucht hatte: Zeit. Zeit, um sich selbst zu begegnen, um Wunden zu heilen, zu reflektieren und um zu verstehen, dass Weitermachen manchmal bedeutet, innezuhalten und notwendige Veränderungen nicht nur zu erkennen, sondern auch umzusetzen. Die Konsequenz war, dass Parkway Drive, nachdem die Maßnahmen dann gelockert wurden und eigentlich eine bereits verschobene Nordamerika-Tour vor der Tür stand, am 6. April 2022 über einen Social-Media-Post besagte Tour restlos absagten. Die Band schrieb dazu: Liebe Freunde, Familie und Fans, das Folgende ist etwas, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir es einmal schreiben müssen. Aber wir glauben, ihr habt eine Erklärung verdient. Und wir spüren das Bedürfnis, ehrlich und offen mit euch zu sprechen. Zuerst, das hier fällt uns nicht leicht. Uns ist völlig bewusst, dass eine weitere abgesagte Tour nicht das ist, was ihr von uns sehen wollt. Und wir möchten uns aufrichtig dafür entschuldigen, wenn wir dadurch eure Erwartungen oder Pläne durcheinander gebracht haben. Wir machen dieses Ding namens Parkway Drive nun seit fast 20 Jahren. Wir haben als Kinder angefangen und nie zurückgeblickt. Es war eine wilde Reise, doch über all die Jahre hat uns der unaufhaltsame Rhythmus dieser Band kaum Zeit gelassen, darüber nachzudenken, wer wir als Individuen eigentlich sind, wer wir sein wollen und welchen Preis das alles für uns selbst und unsere Freundschaften hatte.
Für uns galt immer 100% Einsatz oder gar nichts. Jetzt spüren wir, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind und wir wollen das nicht kaputt machen. Die gleiche Hingabe, die wir bisher in alles gesteckt haben, stecken wir nun in die Aufarbeitung dessen, was diese 20 Jahre mit uns gemacht haben. Unser Ziel ist es, daran zu wachsen und stärker zurückzukehren für das, was noch kommt. Wir wissen, was wir tun müssen und wir bitten euch demütig um Respekt, während wir uns die Zeit nehmen, die wir für dieses Wachstum brauchen. Man sagt, es sei besser auszubrennen, als zu verblassen. Wir wollen beides nicht. Also bitte wisst, wenn wir zurückkehren, wird unser Feuer heller brennen als je zuvor. Jeff, Luke, Ben, Jaya und Winston. PS: Wir sind weiterhin fokussiert und verpflichtet, unsere Europatour zu spielen. Diese wird wie geplant im September, Oktober 2022 stattfinden. Der australische Fernsehsender ABC News überraschte die Metal-Fans in seinem Format In Depth im Oktober 2022 dann mit einem rund 30-minütigen Beitrag über Parkway Drive, in dem neben Interviews zur musikalischen Karriere auch sehr private Details der Männer untereinander und als Band beleuchtet wurden. In dem Beitrag ging es sehr speziell darum, dass die Band während der Pandemie die Zeit, wie bereits erwähnt, nutzte, um Aufarbeitung zu betreiben. Auch dieses Video werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ein Kernelement des Beitrags war der Fokus auf die Personalie Jaya O'Connor, Bassist der Band. Denn wie die Band in dem Beitrag sehr offen, ehrlich und reflektiert zugibt, war es ein schieres Wunder, dass Jaya so lange in der Band blieb. Jaya wurde beim Einstieg in die Band als Hired Musician betrachtet, also nicht als vollwertiges Bandmitglied, sondern als angeheuerter Bassist, was, nachdem die Band irgendwann sehr erfolgreich wurde und entsprechend Geld verdiente, nicht nur auffiel, sondern auch zu einem Problem wurde. Jaya betont, dass es ihm nie ums Geld ging, aber es dennoch schmerzt, wenn man sieht, was die anderen verdienen und man selbst nur einen Bruchteil dessen bekommt, obwohl man ja am Ende genauso viel Arbeit in Proben, Aufnahmen und Live-Shows steckt. Als Hired Gun, wie man so schön sagt, ist man nun mal nicht in Partnerschaften eingebunden, man wird nicht an Gewinn beteiligt, man bekommt einfach für jeden geleisteten Auftritt ein Gehalt. Ein weiteres Detail, welches besonders schockierend war, ist die Geschichte der Aufopferung, die Jaya bereit war für die Band zu bringen. Jayas Freundin Tegan erhielt 2016 eine schwerwiegende Diagnose, Krebs im Endstadium. Unheilbar und mit keiner möglichen Prognose, wie lange sie noch leben würde. Parkway Drive waren zu der Zeit in Vorbereitung einer größeren Tour und Jaya entschied sich, der Band nicht in der letzten Minute abzusagen, sondern entgegen dem Wunsch seiner Freundin mit auf Tour zu fahren. Very traumatic thing happened where in 2016 my partner Tegan was diagnosed with cancer, terminal cancer. It was really, really difficult. The hardest thing I've ever had to go through. I'll try to laugh. The entire band's existence had led up to this one tour that was coming up. And then the day that I was leaving to the airport, I dropped at her friend's house and she said, through her tears, she said, I don't want you to go, stay. And I thought what that would mean to the band. I put the band before her and I said, like, I have to go. I can't cancel on the boys this last minute, and so I went, and that was the last time I ever saw her. And I live with that guilt every day now. That's a bigger sacrifice than any of us have made. Sorry. Just looking around and seeing them crying with me kind of made me realise, these guys do care. Just what he must have gone through. And the fact that he did it for our band,
And at that time, we're still thinking he's just a feeling bass player. I feel killed. I'm buying acres in the sky and building stairs with every lie. With every step I make her cry. Until I die, until I die. Als ebenfalls problematisch erwies sich irgendwann der Fakt, dass die Band selbst mehr als nur Musikeraufgaben übernahm. Die Band war immer self-made und wollte es auch bleiben. Merch-Management, Pressearbeit, generelles Management, alles übernahmen die Bandmitglieder selbst, was unweigerlich zu mehr Arbeit, Stress und Erschöpfung führt, körperlich als auch mental. Schuldgefühle an jeder Ecke der Band und Jaya, ungeklärte personelle Situationen, ein viel zu hohes Pensum an Arbeit und Verantwortung, all das sackte auf die Band in der Corona-Pandemie ein und drohte dieses gesamte Konstrukt Parkway Drive von innen heraus zu zerstören. Doch die Männer entschieden sich, alle für sich und auch gemeinsam, all das nicht wegzuschmeißen. Man traf die Entscheidung, sich abseits von individuellen Plänen einer gemeinsamen Therapie als Band zu stellen. Aufarbeitung, Richtigstellung, gemeinsame Trauerbewältigung, Abbau von Schuldgefühlen, Ehrlichkeit und Vergebung führten schlussendlich dazu, dass die Band sich zusammenraufen, alles hinter sich lassen und sich nicht nur vergeben, sondern zu neuem Leben erwecken konnte. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich mir für Jaya wünsche, diese Schuldgefühle, die er nach wie vor zu haben scheint, irgendwann loswerden und seinen Frieden damit machen kann. Weiterhin habe ich größten Respekt vor den restlichen Jungs der Band, dass sie so reflektiert, ehrlich, betroffen und ebenfalls von Schuldgefühlen geplagt die Gespräche mit ihrem Freund gesucht und geführt haben. Als auch, dass Jaya keinen Groll gegen sie hegt und ihn vergeben konnte. Das ist wahre charakterliche Stärke und ehrliche Freundschaft, die denkbar Schlimmes durchgestanden hat. Zu guter Letzt, auch wenn dies natürlich nichts ersetzt, wurde Jaya von den anderen Jungs gebeten, vollwertiges Mitglied der Band zu werden, und er hat dies auch angenommen. But bright the light behind her eyes. Until I die, until I die. And the night grows darker still. And the night grows darker still. And the night grows dark. Darker still. Im Juni 2022 meldeten sich Parkway Drive dann mit neuer Musik und der Bestätigung, die geplante Europatour stattfinden zu lassen, zurück auf der Bildfläche. Glitch eroberte die Streaming-Plattformen und kündigte das im September erscheinende 6. Studioalbum Darker Still an. Ein Album, welches ganz im Zeichen ihrer gemeinsamen Verarbeitung und Heilung stand. Es folgte eine ausverkaufte Europatournee, bei denen While She Sleeps und Lorna Shore als Special Guests die Support-Slots übernahmen, und selbstverständlich ein erfolgreicher Festivalsommer 2023. Everything they said was seen, beats the fear inside of me. Let it feed the fear inside. Help me take this pain away. Sleep is now my enemy. Now it feeds the fear inside of me. The fear inside of me. Ein klein wenig vorgespult in das sich dem Ende entgegenneigenden Jahr 2025 veröffentlichten Parkway Drive im Mai diesen Jahres noch die Single Sacred.
welche wohl aller Voraussicht nach ein kommendes Album einläuten dürfte. Und zum aktuellen Zeitpunkt meiner Recherche hat die Band bereits beinahe das Ende ihrer 20-Year Anniversary Europatournee erreicht, bevor sie ihren Fans dann ganz bestimmt in 2026 mit einem neuen Album und neuen Konzertankündigungen ein freudiges Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Zum Abschluss des aktuellen Jahres folgte zumindest schon einmal die Ankündigung, dass ein speziell abgehaltenes Konzert, welches im legendären Sydney Opera House gespielt und aufgezeichnet wurde, nächstes Jahr unter dem Titel Home in die Kinos kommen soll. Man darf also gespannt sein. Zwei Jahrzehnte Parkway Drive. Von Garagenböden in Byron Bay zu den Bühnen der Welt, von Schweiß, Sand und Blut zu den Anzügen im Opernhaus von Sydney. Parkway Drive sind mehr als nur eine Band geworden. Sie sind ein Spiegel ihrer eigenen Menschlichkeit. Sie haben gebrüllt, wenn sie keine Worte fanden. Sie haben getobt, wenn sie sich selbst verloren. Und sie haben geschwiegen, als sie sich neu finden mussten. Atlas hob sie in ungeahnte Höhen. Reverence brachte sie an ihre Grenze. Viva the Underdogs zeigte den Preis des Siegens. Und Darker Still ließ sie verstehen, dass Schmerz auch Heilung sein kann. Heute stehen sie da, wo alles begann. Zu Hause. Doch Home ist kein Ort. Er ist für sie der Moment, in dem 5 Freunde wieder wissen, warum sie all das tun. Parkway Drive sind gewachsen. Als Musiker, als Menschen, als Brüder im Geiste. Und vielleicht ist genau das die lauteste Botschaft, die sie je gesendet haben. Dass Stärke nicht bedeutet, unzerbrechlich zu sein, sondern immer wieder den Mut zu finden, neu anzufangen. Viva the Underdogs. Das war sie nun, meine Reise durch die Geschichte von Parkway Drive. Und ich bedanke mich erneut für all eure Zeit und Aufmerksamkeit. Danke, dass diese Videos so gut bei euch ankommen. Und euer Lob, die konstruktive Kritik und das generelle Feedback freuen mich wirklich sehr. Wenn euch auch dieses Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like, einem Abo und einem Kommentar. Denn das hilft mir am besten zu sehen, ob ihr auch in Zukunft weiter Interesse an solchen Videos habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Paito.